So, welcher ist denn jetzt der beste Boss Bottle? Ich habe hier 12 Stück liegen und ja, da wollen wir mal drüber reden. Wir gehen rein. Mein Name ist Dennis. Moin aus Hamburg. Ja, Boss Bottle und seine Flanker. Ja, es gibt so viele. Ich habe schon 12, also mit Ihnen hier. Und ja, wir wollen mal darüber reden. Wir schnuppern mal schnell durch. Ich habe lange ja nicht alle jetzt im Moment getragen und deswegen machen wir das wieder aus dem Stegreif. Und dann sage ich euch zum Schluss, welchen ich am besten finde. Aber das auch wird schwer. Ja, gleich mal vorweg, den Tonic habe ich nicht. Ja, der Tonic ist ein sehr erfrischender Boss Bottle Luft, eine typische DNA mit bisschen Tonic, wenn ich das noch im Kopf habe. Das ist der einzige, der mir noch fehlt, den ich auch noch haben möchte, wieder. Die anderen 2, 3 neuen, die jetzt gekommen sind oder die da Beyond und so, habe ich weggelassen inzwischen, ja, das gleich mal vorweg. Und die anderen, ja, die stabilen kommen dann alle. So, aber wir fangen mal dann mit den Original an, kennen wir, ne? Apfelkuchen, Boss Bottle. Das Original ist das Original. Es ist top. So, es ist einfach top. Habe ich sogar ein 200 ml hier. Und da haben wir einfach, ja, Apfel, Vanille, Zimt. Ja, er kommt immer noch gut an und ist in manchen Parfümerien immer noch auf Platz 1 in den Charts. Ja, was hat Boss da kreiert? Einen geilen Duft, würde ich mal behaupten. Ja, der ist sehr nice. Ich muss mal ganz kurz hier hingreifen. So, dann kommen wir zu dem Boss Bottle Infinity. Ja, der Boss Bottle Infinity ist eine Lavendel, frische DNA davon. Holzig, ich rieche es, ich sage jetzt das, was ich rieche. Ein sehr guter Flanker, muss ich gestehen, wenn man den Boss Bottle nicht so süß haben möchte, trotzdem den DNA ein bisschen beibehalten möchte und schön stabil, frisch, blauer Duft im Endeffekt, wie man ja auch sehen kann. Ja, dann seid ihr mit Boss Bottle Infinity gut bedient. Also kann man machen, also das Original auf jeden Fall, das solltet ihr euch kaufen, wenn ihr Vanille Apfel mögt, das ist ein Klassiker. Und den Infinity könnt ihr euch auch zulegen. Ja, dann kommen wir zu einem, den könnt ihr euch auch zulegen, unbedingt. Das ist im Endeffekt von der DNA her, hört zu, von der DNA her der beste, weil er mal ganz anders ist, und zwar Boss Bottle Oud. Ja, das Oud riecht auch nicht typisch wie normale Oud-Düfte, nicht stinkig. Boss Bottle werbt sogar, dass da echtes Oud drin ist. Ein sehr frischer, scharfes Oud, Leder, sehr nice gemacht, richtig top. Also den könnt ihr euch auch zulegen. Ich sage euch, welcher unwichtig wäre. Ne, das kann ich auch machen. Ne? Also ist jetzt, aber die 3 Infinity, wenn man auf blaue Düfte steht, könnt ihr das machen, sonst müsst ihr es auch nicht machen. Aber der Boss Bottle Oud ist eigentlich ein Muss. So, der nächste, das steht gar nicht drauf, aber das ist das Parfüm. Das müsste das Parfüm sein, glaube ich. Wenn nicht, verbessert mich. Das ist der schwarze hier. Ja. Das Parfüm, weil man kommt schon auch durcheinander, wenn es noch gar nicht draufsteht. Ja, das ist lange nicht gerochen. Ja, ein sehr würziger Duft. Die Boss Bottle DNA grundsätzlich fast weggenommen. Erfrischend. Erfrischend sind ja fast alle, außer vielleicht das Oud. Obwohl der auch ein bisschen frisch ist. Sehr würzig. Muss man mögen, ist nicht so mein Favorit. Ich stehe schon auf würzige, aber das muss dann perfekt sein. Würzig ist nicht, ja, feuchtwürzig. Das Parfüm, ja, also muss man nicht unbedingt haben. Aber natürlich ist nicht schlecht, ne? Also, ja. Dann kommen wir da steht auch nichts drauf. Das ist aber, glaube ich, das Eau de Parfüm, ja. Das ist das Eau de Parfüm. Und da finde ich wieder, das Boss, hier wird schon so nachher alles durcheinander riechen, das Boss Bottle da sich mal ein bisschen mehr getraut hat. Ich glaube, das Parfüm kam auch das Eau de Parfüm kam vor dem Parfüm. Ist aber egal, ich habe es so hingelegt. Das ist auch würzig, aber das ist wieder eine Würzigkeit auf anderer Ebene. Safran-Style finde ich ein bisschen, kommt hier raus, oder ist der gekippt? Das wäre auch mal interessant. Nee. Oder doch? Nee. Riecht er so? Das wäre dann mein erster, der gekippt wäre. Eigentlich sind die alle gut gelagert, aber nee, ist natürlich jetzt auch, nee, das ist nicht gekippt. Das Eau de Parfüm hat ja eine DNA drin, die mal ganz anders war. Ich glaube, das ist der. Obwohl das schon
Den muss ich mal rausstellen. Das wäre natürlich absolut, guckt euch mal an, Alter. Und dann ist der gut gelagert worden, nicht in der Sonne und so. Und das wäre mies. Ja, aber riecht der so, nicht wie Maggi, aber dieses Würzige. Maggi ist ja, wenn ein Duft kippt. Aber der hatte doch so eine Würzigkeit, so einen Hintergrund, wo ich sage, oh, da macht Boss Bottle. Ist das der? Ja, guck mal, ich mache das übrigens wieder aus dem Stegreif. Ich schneide das auch nicht. Den muss ich mal rausnehmen. Also der ist jetzt, ja, ist ein, ich fand ihn früher schon normal. Also jetzt nicht so, dass man den unbedingt haben muss. Der nächste ist zum Beispiel ein Duft, den ich früher gar nicht mochte und den ich jetzt sage, holt euch den. Und das ist der Boss Bottle Night. Den habe ich sogar in groß. Der ist geil. Das ist so Gentleman, frisch, blau. Er riecht wirklich wie nachts irgendwie. Das kann man nicht beschreiben. Den sollt auch mit Lavendel, den solltet ihr auf jeden Fall mal testen. Aber auch hier habt ihr nicht mehr so viel Boss Bottle DNA. Ne? Aber der Night, den habe ich ja in der letzten Zeit gut vorgestellt. Schönes Teil. So, dann kommen wir zu dem Boss Bottle Safran. Das ist ein schönes Teil, finde ich. Ein richtig gut gelungener Duft. Boss Bottle Safran. Mich irritiert das mit den Eau de Parfüm da. Also, ja. Ja, Leder, Safran, schönes Teil, stark, fruchtig. Das ist der Safran. Kann man sich mal unter den Riechkolben führen. Das ist schon wirklich top. Ja, also auch wie schon mit den Oud. Das ist so diese Reihe, wo sich Boss Bottle richtig was getraut hat und meines Erachtens auch das gut hinbekommen hat. Ja, so jetzt kommen wir zu einem, der ist leider eingestellt und das war, eigentlich kann ich schon fast sagen, für mich im Endeffekt der beste. Das ist Boss Bottle Intense. Ja, da habt ihr richtig Boss Bottle tief, so wie er ganz früher, wo er rausgekommen ist, war im Endeffekt holzig, stark, stärker, jedenfalls tiefer, abgerundeter und eben Vanille und Apfel. Das war Boss Bottle und im Endeffekt haben sie es intens gemacht, aber das wurde dann auch eingestellt. Ja, sehr, sehr schade. Gab es als Eau de Toilette und Eau de Parfüm. Das ist das Eau de Parfüm. Sehr, sehr nice. Ja, gibt's aber leider nicht mehr. Deswegen kann ich ja sagen, es ist das Beste, aber es gibt es ja nicht mehr. So, dann kommen wir zu, und ich werde das einblenden, den habe ich jetzt Pacific, glaube ich. Der Boss Bottle Pacific. Auch da, ja, wie beim Infinity Blau. Hier ist es noch blauer. Noch frischer und ein bisschen, ja, Sommervibes, Bergamotte, Zitrone, Kokosnuss so ein bisschen, was ich rieche. Versucht jedenfalls, das ist der Pazifik, müsste das sein. Ja, kann man machen. Gerade jetzt im Sommer ist es natürlich super, ja. Mehr muss man eigentlich was soll ich sagen? Guck mal, man kann jetzt nicht so viel, was willst du da jetzt groß rausreden? Es gibt nicht so viel. Es ist ja immer nur ein Twist geändert worden. Da ist auch die DNA nicht mehr wirklich drin. Und das, nach was er riecht, das sage ich euch, mehr gibt's da auch eigentlich nicht zusammen. So, und jetzt kommt der Boss Bottle Elixir. Elixir ist sehr gut gemacht, ja. Muss man schon sagen. Holzig, also eine tiefe, cremig, richtig guter Duft. Jetzt kommen so und so 3 Stück, die wirklich gut sind. Die gehören eben ganz nach oben. Und ja, das Elixier ist schon gut. Ob es das alles gebraucht hätte, ist eine andere Frage. Holzig, cremig, bisschen vanillig auch. Die DNA nicht wirklich zu riechen. Und ja, geiles Teil. Genau wie der nächste. Das ist der Triumph Elixier. Ja, für mich, ich finde den sehr nice. Der hat einfach eine DNA, die anderen nicht haben. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist auch ähnlich wie das Elixier, was man eben gerochen hat. Nur, hier kommt eine Fruchtigkeit noch so, als wenn da Pflaume drin wäre, irgendwie so abgehoben, ein bisschen hintenrum. Eine ganz geile DNA hat das Triumph-Elixier. Finde ich in dem Fall fast besser als das normale Elixier. Das war aber immer schon so, ich fand das Triumph-Elixier immer sehr, sehr nice. Ja. Aber ja, die Frage ist, ob man beide haben muss, das Elixier und das Triumph-Elixier. Ja, kann ich nicht sagen. Also, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja, und der letzte, und dann kommen wir gleich nochmal zu den Eau de Parfüm und so weiter, der Absolut. Für viele der beste. Ja, ist perfekt, ist tief. So ein bisschen, wie gesagt, das ist das
also ein ähnlicher Duft wie Parfüms de Mali, will jetzt den Namen nicht nennen. So kommt dieser Duft rüber. Er ist tief, er hat Vanille, er hat er hat die DNA so ein bisschen, ist dann beibehalten, aber winterlich, Leder, stark, tief, monströs, sehr, sehr gut gemacht, ja. Also, der gehört mit zu den Besten, genauso wie die ganzen Elixir-beiden. Also, das sind die mit dem Original natürlich und Oud und auch Safran. Das sind die, wo sie sich was getraut haben. Der Rest ist Sport, der Rest ist das Original. Natürlich nichts geht über das Original. Intens vor allen Dingen. Das ist Nummer 1, das ist einfach so, weil die DNA ist noch mit drin, komplett natürlich, nur in tiefer, abgerundeter, stärker und der Rest kann ich nicht sagen. Für mich, ich feiere das Oud, das würde danach kommen und dann kommen alle anderen, was ich eben erzählt habe, Safran, Elixir, nochmal Triumph Elixir und das Absolut. Und der Rest, auch wenn ich Night gut finde, wenn ihr was von den Frischen haben wollt, die so ein bisschen leichter sind, dann würde ich das Night nehmen und dann erst die anderen. Es sei denn, ihr wollt natürlich mit dem Pacific oder mit dem Tonic, den ich jetzt nicht vorgestellt habe, den ich nicht habe, aber kannte, oder Infinity was Blaues haben wollt, dann könnt ihr das auch machen. Ja, das Original aber immer noch solltet ihr immer haben. So, und das Eau de Parfum, das irritiert mich jetzt ein bisschen. Da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Nee, der ist nicht gekippt. Nee. Das ist ich glaube, ist das so pfeffrig? Ist da nicht Safran? Aber der hinten raus. Ich muss den mal auf der Haut sprühen. Das hilft mir. Mache ich das jetzt? Das kann ich auch jetzt machen. So, das ist sehr merkwürdig. Tja, ich glaube, der ist gekippt. Ich habe keinen anderen Duft, kein anderes Video jetzt gemacht, keinen anderen Duft draufgesprüht. Da war der so. Also der ist entweder war der so, ich habe den lange nicht gerochen, oder zwischen halb gekippt und war so, weiß ich nicht. Ich bin der Meinung, so hat der doch. Jetzt riecht er hier drauf, riecht er frisch. Hat aber diese Maki ein bisschen Note im Hintergrund. Also vielleicht will ich das auch nur riechen. Nee, aber welcher Duft ist das denn, Mann? Da steht auch nichts drauf. Da brauche ich auch nicht gucken. Das ist das Eau de Parfum. Ja, das kam noch als erstes nach langer Zeit kam noch dieser Duft raus. Das Eau de Parfum. Nee, jetzt riecht es wieder nicht nach. Nee. Jetzt geht der Maki. Der ist nicht gekippt. Was ist? Da habe ich den lange nicht gerochen, alter Schwede. Ja, wird aber nicht zu meinen Favoriten. Davon abgesehen, ob gekippt oder nicht gekippt, muss man nicht haben. Dann würde ich die Elixir-Dinger nehmen. Nee, der ist nicht gekippt. Hä? Merkwürdig. Naja, auf jeden Fall. Ich habe euch erzählt, was ihr holen solltet. Leider kann ich euch das hier, das müsst ihr irgendwie sehen, wo ihr das bekommt. Ah, ist geil. Ja, das waren meine Boss Bottle mit einer leichten Überraschung, aber ich habe keine Ahnung. Ich ist doch scheißegal. Weil ich weiß nur, dass meine Dinge, außer jetzt, dieses Licht, immer super gelagert werden, kühl und auch nicht so heiß. Also eigentlich kann der nicht gekippt sein, dann ist der so. Dann habe ich den nicht mehr. Doch hier hinten raus dieses auch holzig, auch würzig. Keine Ahnung, der war so. Ich glaube, ich fand das Eau de Parfum auch von Anfang auch nicht so gut. Also, ich glaube, das ist das. Ich glaube, das mit im Endeffekt, wenn das wirklich das ist und der ist nicht gekippt, wo ich jetzt von ausgehe, weil hier jetzt nichts mehr gekippt riecht, ist es mit der schlechteste, das Eau de Parfum. Muss man nicht unbedingt haben, ne, würde ich mal sagen. Also, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, macht es jetzt. Ihr merkt, ich schneide nichts, ich lasse das alles drin. Das ist auch bewusst so, weil warum cutten, wenn man mal irgendwie nicht weiß und wenn sowas auf einmal kommt, eine Überraschung, lasse ich es gerne drin. Ist einfach so, ne? Ja, keine Ahnung, muss ich nochmal weiter testen. Wenn ich nicht so andere Sachen oder die anderen davor gerochen haben. Gut, dann würde ich sagen, bin ich raus, Freunde, und bis zum nächsten Mal.